Herzlich willkommen bei meinem Video zum Thema ChatGPT zur Vorbereitung von Fachgesprächen mit dem Personalbereich einsetzen. Das habe ich hier ausführlich ausgearbeitet, stelle auch den Chat bereit. Ich klicke mal darauf, dann seht ihr das ja auch. Den Chat könnt ihr direkt nochmal wiederholen, wenn ihr angemeldet seid. Das Bild, was ihr eben gesehen habt, ist auch im Rahmen dieses Chats erstellt worden. Hier werde ich unterhalb den kompletten Chat nochmal zeigen. Das Vorwort leitet ein, damit ihr meine Beweggründe kennt. Ich bin viele Jahre, Jahrzehnte Ausbilder, meistens Auftragnehmer von Personalabteilungen, wo es dann um Personalentwicklung geht. Aber ich habe auch Personaler unterrichtet, wie sie Daten analysieren, um dann interessante Maßnahmen dann durchzuführen. Ich habe hier erklärt, dass ich hier gewohnt bin, als Physiker oder als jemand, der in den MINT-Fächern tätig war, Black Boxes einzusetzen, um zu messen. In diesem Fall ist ChatGPT, aber auch die andere KI für mich eine Black Box. Aber ich muss Ahnung haben von der Materie, weil das, was dann am Ende als Output kommt, das muss ich beurteilen können. Ist das jetzt Unsinn, halluzinierter Kram oder hat das Hand und Fuß? Hier in diesem Bereich, da bin ich davon überzeugt, dass es Hand und Fuß hat. Das könnt ihr euch ja anschauen. Und wenn ihr anderer Meinung seid, könnt ihr gerne das Video kommentieren. Ich habe hier in diesem Zusammenhang auch den Prompt bereitgestellt, der mich auf diese 17 Berufsfelder gebracht hat, da Fachgespräche vorzubereiten. Das, was wesentlich ist in dem Prompt, die Aussage, ich bereite Teilnehmende auf Vorstellungsgespräche vor und ich brauche also dann Stoff für Fachgespräche. Das Entscheidende, das steht hier in diesen Kürzeln. Wenn ihr das also selbst nachvollziehen wollt, MAG steht für Maßnahmen beim Arbeitgeber, SGB III steht für Sozialgesetzbuch 3 und Paragraph 45, das ist darin enthalten. Wenn ich dieses weglassen würde bei dem Prompt, dann käme nicht viel Gescheites bei raus. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das, was ich hier für den Bereich Personal und Management gemacht habe, das lässt sich auch für diese anderen Bereiche machen oder für Bereiche, die noch gar nicht von mir erwähnt wurden. Das, was denn dabei herausgekommen ist, nachdem ich diesen Prompt hier eingesetzt habe, das könnt ihr also auch hier nachlesen. Das sind erstmal so Übersichten, kann ihr den Link auch mal anklicken. Da habe ich dann hier Personal und Management, Fachgespräche vorbereiten. Das sind schon ein paar Seiten, 7 insgesamt. Das, was ich aber hier behandle, ist also nur der Punkt A. Das sind 7 Abschnitte, so ist es meistens auch bei den anderen Dingen, Maschinenbau und was ich da noch für Bereiche habe. Und dann gehören zu diesen 7 Abschnitten etwa 25 bis 30 Unterpunkte. Interessant ist hier für alle, auch diejenigen, die nicht in der Personalabteilung gehen wollen, um da zu arbeiten, Onboarding-Prozesse, also wenn Mitarbeiter neu ins Unternehmen kommen, wie werden sie denn da eingeführt? Dann ist natürlich auch interessant, Personalfreisetzung haben wir hier in Nordhessen gerade, weil da Firmen Personal heftig abbauen. Natürlich Diskriminierung und Gleichstellung ist ein wichtiger Punkt. Das sind alles Punkte, die dann gleich auf etwa 2 Seiten pro Punkt behandelt werden. Das werden wir uns dann anschauen. So, dann gehe ich hier mal zurück und dann bin ich wieder hier. Und dann wird das, was hier allgemein erstmal geliefert wurde, im Detail bearbeitet. Dafür habe ich dann einen neuen Prompt erstellt, um dann ins Detail zu gehen. Man kann sich den hier anschauen. Im Prinzip läuft das aber immer darauf hinaus, dass ich zu diesen Abschnitten, habe ja gesagt, meistens sind es 5 bis 7, zu jedem Abschnitt dann die Punkte nehme. Das sind manchmal nur 3, manchmal sind es auch 5 oder 6. Und das betrifft also hier in diesem Fallbeispiel das, was Personalmanagement umfasst, also den HR-Bereich. Und das ist dann also hier beschrieben, wie ich da vorgehe. Gucken wir uns aber dann gleich mal kurz an. Alles, was ich hier mache, ist unter eine Creative Commons Lizenz gestellt. Also ihr dürft das
gerne einsetzen und weitergeben, auch das PDF-Dokument. Und das fängt dann, das PDF-Dokument, das dann so etwa 74 oder 76 Seiten hat, das hat ein Inhaltsverzeichnis, ist hier auch dargestellt. Und jeder Punkt hier im Inhaltsverzeichnis, der hier auf der zweiten Ebene ist, das ist jeweils ein Prompt, der dieses Thema, diesen Punkt dann da abdeckt. Schauen wir uns das hier mal an. Da haben wir es. Wie wird der Personalbedarf ermittelt? Da will ich mich also für das Fachgespräch vorbereiten. Da sehen wir hier das, was also hier Hintergrund des Unternehmens, was hier also als Fallbeispiel dient, ist. Das ist also fiktiv, aber die Realität sieht nicht viel anders aus, nur das Unternehmen heißt dann irgendwie anders. Und dann werden also hier die Fachgespräche vorbereitet und da werden also auch die Schritte beschrieben, die man durchführen kann. Und am Ende jedes Abschnitts habe ich dann die verwendeten Quellen und die sind nicht halluziniert, die gibt es wirklich. Schaut euch das an. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu ChatGPT. Das heißt, da kann ich hier mit Steuerung-Position 1 nach oben kommen und kann mir den Chat mal live anschauen. Ihr seht, den habe ich also freigegeben, könnt ihr aber nur nutzen, wenn ihr bei ChatGPT angemeldet seid. Anonym geht das nicht. Und ihr könnt das Gespräch dann hier auch fortsetzen. Und hier ist das denn beschrieben, einschließlich der Quellen zu den Abschnitten. Das sehen wir ja hier, habe ich ja eben schon mal besprochen. Die Analyse dieses Chats ist schon sehr interessant, nicht nur für diejenigen, die mit der Jobrecherche zu tun haben, weil sie arbeitssuchend sind, sondern im Prinzip für alle Menschen und zurzeit auch besonders für diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob das Unternehmen noch richtig ist, zukunftsfähig oder die vielleicht befürchten müssen, dass sie ihren Job verlieren, weil die Konjunktur schlecht ist. Interessant war für mich vor allen Dingen über die Freisetzung von Personal zu lesen, über das Onboarding, weil da habe ich ja jahrelang Mitarbeiter eines großen Unternehmens hier in Nordhessen darauf vorbereitet. Sie kamen am zweiten oder dritten Tag, nachdem sie ihre Arbeit angetreten hatten, bei mir vorbei, weil sie da ihren Zugang zur Datenverarbeitung bekamen, ihren Notes-Account, ihren Lotus Notes-Account und manchmal hatten sie dann auch noch eine Schulung. Das lässt sich also sehr leicht nachvollziehen, ob das Unternehmen professionell ist, wenn man das mit diesen Fallbeispielen vergleicht, die hier dargestellt werden. Wenn ihr Kollegen seid oder Menschen, die sich für das Thema allgemein interessieren, ihr könnt das, was ich hier für den Bereich Personal gemacht habe, also HR-Bereich, kann man ja dazu auch sagen, das könnt ihr auch für andere Bereiche übertragen, beispielsweise Maschinenbau oder im Bereich Büroorganisation ist das alles ganz schnell möglich. Ihr müsst eben nur die Punkte, die euch interessieren, beziehungsweise alle Punkte, wenn man es vollständig macht, die es hier auf diesen Datenblättern gibt, die müsst ihr einsetzen. Und dann habt ihr am Ende eben auch so eine Ausarbeitung, die ideal ist, um Fachgespräche in diesem Bereich durchzuführen. Das war's. Ihr könnt gern das, was hier von mir als Co-Autor der KI abgeliefert wurde, könnt ihr gern beurteilen und als Kommentar unter das Video schreiben. Ihr könnt auch mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin daran interessiert, dieses auszubauen, weil das für meine Kursteilnehmer schon sehr hilfreich ist. Und ich denke, auch für Menschen, die das nur hier bei YouTube oder auf meiner Webseite lesen, kann das nützlich sein. In diesem Sinn freue ich mich auf Zusammenarbeit mit den Interessierten und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.